etwa 21.000 Kilometer langer Drache aus Erde und Stein schlängelt sich durch die Landschaft Chinas. Mit einer Geschichte, die ebenso lang und verschlungen ist. Anfangs war die chinesische Mauer eine Vielzahl von Erdwällen, errichtet von den Feudalstaaten der Qin-Show-Periode zum Schutz gegen Angriffe von Nomaden aus dem Norden und untereinander. Als Kaiser Qin Shi Huang 221 v. Chr. Die Staaten vereinigte, waren die tibetische Hochebene und der Pazifik natürliche Barrieren. Die Berge im Norden waren jedoch immer noch anfällig für Invasionen der Mongolen, Türken und Xiongnu. Deshalb ließ der Kaiser die kleineren Wälle seiner Vorgänger ausbauen, verstärken und miteinander verbinden. Als die Anlage von Lintao im Westen bis Liaodong im Osten reichte, nannte man das Ganze die Lange Mauer. Für die Arbeiten warb der Kaiser Soldaten und Zivilisten an, die nicht immer freiwillig halfen. Unter den Hunderttausenden Arbeitern, die man während der Qin-Dynastie registrierte, waren viele zwangsrekrutierte Bauern sowie Kriminelle, die ihre Strafe verbüßten. Während der Han-Dynastie wurde die Mauer erweitert und reichte mit fast 6.000 Kilometern von Dunhuang bis zur Bohai-Bucht. Han-Kaiser Han Wudi setzte die Zwangsarbeit fort und die Mauer wurde so zu einem berüchtigten Ort des Leidens. Legenden aus jener Zeit besagen, dass Arbeiter in Massengräbern oder sogar in der Mauer selbst begraben wurden. In der Mauer wurden zwar bisher keine menschlichen Überreste gefunden, doch Gruben deuten darauf hin, dass viele durch Unfälle, Hunger und Erschöpfung starben. Die Mauer war imposant, aber nicht unüberwindbar. Sowohl Chinggis Khan als auch sein Enkel Kublai Khan überwanden die Mauer während der Mongolen-Invasionen im 13. Jahrhundert. Nach Anbruch der Ming-Dynastie im Jahr 1368 wurde die Mauer mit Ziegeln und Steinen aus lokal errichteten Brennöfen verstärkt und ausgebaut. Die nun 8.900 Kilometer lange Mauer war durchschnittlich 7 Meter hoch, 6,4 Meter breit und mit Wachtürmen versehen. Wurden Angreifer gesichtet, gab man von den Türmen Feuer- und Rauchsignale ab, bis Verstärkung eintraf. Durch kleine Öffnungen in der Mauer konnten Bogenschützen schießen, die größeren dienten zum Hinabwerfen von Steinen. Doch selbst die neue, verbesserte Mauer reichte nicht aus. Im Jahr 1644 stürzten nordmanschurische Clans die Ming und gründeten die Qing-Dynastie, die auch über die Mongolei herrschte. China wurde so zum zweiten Mal von jenen regiert, gegen die die Mauer errichtet worden war. Mit der Ausweitung der Grenzen des Reiches verlor die Mauer ihren eigentlichen Zweck und sie verfiel vielerorts aufgrund mangelnder Instandhaltung. Der Stampflehm erodierte, als man Ziegel und Steine als Baumaterial entnahm. Aber ihren Zweck hatte sie noch immer nicht ganz erfüllt. Während des Zweiten Weltkriegs dienten Teile der Mauer zur Verteidigung gegen die japanische Invasion. Einige davon sollen noch immer für militärische Übungen genutzt werden. Heute ist die Mauer aber hauptsächlich von kultureller Bedeutung. Als eines der größten je von Menschen geschaffenen Bauwerke wurde sie 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Ursprünglich wurde sie zur Abwehr gebaut. Doch heute zieht die Mauer jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Der Touristenandrang hat sogar zum Verfall der Mauer geführt, weshalb die chinesische Regierung Maßnahmen zu deren Erhaltung ergriff. Sie soll das einzige von Menschenhand geschaffene Bauwerk sein, das man vom Weltraum aus sehen kann. Leider stimmt das nicht. Aus einem niedrigen Orbit sind Bauwerke wie Brücken, Autobahnen und Flughäfen deutlich zu erkennen, aber die Mauer lässt sich nur schwer ausmachen. Vom Mond aus sieht man sie gar nicht mehr. Man sollte sie daher auf der Erde bewundern, denn noch immer werden alle paar Jahre neue Abschnitte entdeckt, die von der Hauptstruktur abzweigen und dieses bemerkenswerte Monument menschlicher Leistung noch größer machen. Was ist dein Sternzeichen? Im chinesischen Tierkreis ist es das Tier, das deinem Geburtsjahr zugeordnet ist. Und das Ganze begann mit einem Wettbewerb, der das große Rennen genannt wird. Entdecke die Ursprünge des chinesischen Tierkreises mit diesem Video.